Herzlich willkommen, liebe Freunde von der flachen Erde und liebe Freunde von der runden Erde. In meinem letzten Video habe ich gezeigt, dass leider auf den meisten Kanälen der flachen Erde sehr viel zensiert wird und nur wenig Kommentare durchkommen. Wenn ich persönlich bei einem Video so etwas sehe, 13 Antworten angekündigt und wenn ich nachzähle, sind es nur 12 und dann hier 3 Antworten angekündigt und es kommen nur 2, da ist eigentlich schon alles klar. Hier nochmal 2 angekündigt und dann kommt gar keine. Hier sehe ich schon genau, auf diesem Kanal wird kräftig geschönt. Da wird zensiert, das spiegelt nicht die wirkliche Meinung der Zuschauer wider. Und wenn du hier einen Kommentar machen willst, dann riskierst du, dass du glatt gelöscht wirst. Ich habe damals versprochen, ein paar Beispiele für die Zensur zu zeigen. Und das will ich jetzt tun. Und in keinem dieser Fälle habe ich irgendjemand beschimpft oder beleidigt. Ich fange mit deutschsprachigen Videos an und werde noch ein zweites Video über englischsprachige Flacherdler machen. Das wahre Märchen von der flachen Erde, hochgeladen von From Truth and Other Lies. Mit eindrucksvoller Musik wird in einer sehr stimmungsvollen Erzählung geschildert, wie früher die ganze Menschheit an die flache Erde glaubte und dann plötzlich die Kirche die neue runde Erde aufgebracht hätte und mit Hilfe der Inquisition gewaltsam durchgesetzt hätte. Ich wage einen Widerspruch und stelle richtig, dass die Kirche keinesfalls auf Seiten der Wissenschaft und der Kugelerdler stand, sondern vielmehr 1623 Galileo Galilei mit Todesandrohung gezwungen hat, sein neues heliozentrisches Weltbild zu widerrufen. Ich kündige auch an, dass, wenn sich der Kanal wie die Inquisition verhält und mich zensiert, dass ich das dann veröffentliche. Von der geschichtlichen Korrektheit will man aber auf diesem Kanal nichts wissen. Und eine halbe Minute später sehe ich, dass mein Kommentar gar nicht durch den Spamfilter gekommen ist. Fungiro Inco ist es neuerdings aufgefallen, dass die Größenverhältnisse nicht mehr stimmen, wenn man den Globus auf einen Zylinder projiziert und eine Karte daraus macht. Ich versuche, über die bekannten Fehlerquellen verschiedener Kartenprojektionen aufzuklären und beschreibe kurz verschiedene Methoden. Etwas frech stelle ich noch die Aufgabe, die überbreite Form von Australien auf der Gleason-Karte mit den 3 Zeitzonen Australiens in Einklang zu bringen. Die kurze Antwort von Fungiro ist: Joisnet hat ein Video über Lasermessungen am ungarischen Plattensee gemacht, die angeblich die Krümmung widerlegen. In meinem Kommentar zähle ich 6 Argumente auf. Bei den vielen anderen Globusbeweisen ist eine einzige Messung noch kein Beweis für eine Flacherde. Der Versuch ist nicht genau mit Bildern dokumentiert, die Messstrecke wird nicht gerade gemessen, die Lichtbrechung wird bei Flacherdler-Argumenten immer wieder herangezogen, für Globus-Argumente aber abgelehnt. In dem Experiment verbleibt immer noch eine Horizontabsenkung von 1,50 Meter. Gegen so viele Argumente hilft nur noch das Universalargument der flachen Erde, nämlich: Laut Caesar können Piloten die Krümmung der Erde aus dem Flugzeug exakt beurteilen. Avalon Live Phoenix öffnet einen Thread, dass man bei dieser geringen Höhe noch keine Krümmung sehen kann. Ich antworte und weise darauf hin, dass man aus 10 Kilometer Höhe die Krümmung naturgemäß nicht sehen kann und dass selbst die Flat Earth Society dies in ihrem FAQ zugibt. Flat Earth Society hin oder her, Caesar will nichts davon wissen. In demselben Video fragt Renox, warum rund oder flach so wichtig ist und bekommt die Antwort: Flach braucht man, um Gott zu beweisen. Ich weise darauf hin, dass selbst der Urknall laut Stephen Hawkins kein reiner Zufall sein kann und dass man auch auf dem Globus sehr wohl an einen Gott und an eine Schöpfung glauben kann. Aber anscheinend ist alles, was von einem Globalisten kommt, hier nicht erwünscht. In einem Kommentar zum Video Nevermore from Truth and Other Lies bittet Verum um Argumentationshilfe für ein Globus-Video, das die Horizontkrümmung beweist, und postet den Link dazu.
Es handelt sich um Lakeway Center Elevator 2 von Soundly, der aus dem fahrenden Aufzug eines Hochhauses heraus eine sehr lange Brücke von verschiedenen Höhen filmt und dabei wunderbar die Oberflächenkrümmung des Sees demonstriert. Ich erkläre das in einem Kommentar kurz und weise auch darauf hin, dass man dieses Video wegen der vielen Lichteffekte wohl schwer fälschen könnte. Nach einer halben Minute ist mein Kommentar für 2 Wochen verschwunden, offenbar im Spamfilter. Möglicherweise aufgrund meiner Drohung, jede Kommentarlöschung zu dokumentieren, taucht es nach 2 Wochen plötzlich wieder auf. Bei YouTube bekommt man immer genau die Videos vorgeschlagen, die man gerne sehen möchte. Damit wird eine Filterblase geformt, also ein Filter gegen andersartige Informationen, und man bleibt in seiner Welt gefangen. Dieser Filter wird verstärkt durch das Feindbild NASA, Freimaurer, Jesuiten, Satanisten usw. Das erlaubt auch eine Abwertung Andersdenkender mit Begriffen wie Globeheads, Kugelaffen, Regierungstrolle usw. und eine Abgrenzung nach außen, eine Abgrenzung von der realen Welt, mit der man sich nicht mehr beschäftigen will. Diese Abgrenzung wird durch die Zensur noch verstärkt. Auf diese Weise wird eine abgeschlossene Fantasiewelt geschaffen. Es geht schließlich nicht darum, die ganze Welt in aller Öffentlichkeit aufzuklären und eine etwaige Lüge zu bereinigen. Es geht vielmehr darum, in einer eigenen, abgeschlossenen Fantasiewelt seine eigenen Märchenvorstellungen zelebrieren zu können, damit man von den eigenen Anhängern ungehindert angehimmelt werden kann. Nur hier kann man in die fantastische Rolle eines Nobelpreisphysikers rutschen, der in wundersamer Weise die ganze bisherige Physik und Wissenschaft auf den Kopf stellt. Ich habe gehört, dass Flacherdler auf Facebook abgeschlossene Diskussionsforen haben, in die sie keinen Globusanhänger hineinlassen. Jetzt kann man natürlich darüber philosophieren, ob man die Flacherdler einfach in ihrer Märchenwelt schmoren lässt oder ob man versucht, sie durch Kommentare und Videos aufzuwecken. Also liebe Freunde von der Kugelerde, überlegt euch eure Strategie. Und liebe Freunde von der flachen Erde, überlegt, was ihr mit eurer Isolation bezwecken wollt. In diesem Sinne lasst uns weiterarbeiten und ich danke euch fürs Zuhören.